Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video geht es nochmal um Kissentaschen. Hier siehst du die große Kissentasche. Die kann aus zwei großen Kissenbezügen 50 x 50 genäht werden und mit diesem Kreis kannst du diese schöne Rundung erzielen. Viele von euch kennen diese Tasche bestimmt schon. Und neu gibt es jetzt die beiden Kreise bei mir im Shop zum Sofort-Download. Das heißt, ohne Kundenkonto kann in der Artikelbeschreibung einfach die PDF heruntergeladen werden. Und auch neu ist, also es gibt ja zwei Schablonen, dass man die Kissentasche nun auch aus 40 x 40 Kissen nähen kann. Der kleine Kreis ist dafür abgemessen, dass das genau passt mit den passenden Gurtbändern. Hier siehst du die kleine Tasche, die ist 35 cm breit und 25 cm hoch. Und selbst wenn du keine Kissenbezüge in der Größe hast 40 x 40, hatte ich auch nicht, einfach Stoff zu schneiden und ein U nähen und schon hat man ja quasi den Kissenbezug ohne Reißverschluss. Also der Kreis passt perfekt da oben rein und ich hoffe, du hast viel Spaß beim Nähen und erstmal wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen. Also wenn du zwei Kissenbezüge hast, dann schneidest du oben erstmal die Reißverschlüsse ab. Und wenn du, so wie ich, mit Stoff nähst, dann schneidest du 4 Stoffstücke zurecht, und zwar sind die 42 x 42 cm groß. Für die einfache Tasche brauchst du dafür noch 2 Gurtbänder, diese müssen 3 cm breit sein und sind 70 cm lang und dann noch den kleinen Kreis. Als erstes werden dann die Stoffe rechts auf rechts aufeinander gesteckt und dann an 3 Seiten mit 1 cm Nahtzugabe genäht. Ich mag es, wenn man die Tasche auch crossover tragen kann. Wenn du das auch nähen möchtest, dann brauchst du noch diese Teile. 2 kurze Gurtstücke, 2 Ringe, einen langen Gurt und 2 Karabiner. Die Stoffe sehen ja jetzt aus wie 2 Kissenhüllen, wo der Reißverschluss abgeschnitten wurde. Und genau so wird das jetzt in beiden Fällen genäht. Und zwar werden die Ecken hier unten so aufeinander gelegt, dass sich ein 90-Grad-Winkel ergibt. Und dann wird da eine 8 cm lange Linie eingezeichnet. Das Ganze mit einer Nadel fixieren und an den anderen 3 Ecken wiederholen. Und dann genau auf der Linie an allen 4 Ecken nähen, Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. Jetzt werden die Ecken abgeschnitten, ca. 0,5 cm bleiben stehen. Anschließend einen der Bezüge auf rechts wenden und dann werden die beiden rechts auf rechts ineinander gesteckt. Erstmal die Seitennähte aufeinander stecken und dann das Ganze so ineinander schieben, dass die Kanten genau passend aufeinander liegen. Dann werden die beiden Seiten einmal so aufeinander gefaltet und hier die Mitte markieren. Das Ganze fixiere ich jetzt mit einer Nadel. Und dann kannst du dir den Kreis nehmen und einmal zur Hälfte falten und dann nochmal zum Viertel. Die Viertelmarkierung kommt dann auf die Nadel und dann wird der Halbkreis
auf die Tasche gezeichnet. Dann zum Viertel falten und an die Seiten legen. An die Schnittkante und dann das Ganze auf den Stoff zeichnen und anschließend ausschneiden. Als nächstes kommen nun die Gurte dazwischen. Ich beginne hier mit dem langen Gurt und lege den schon mal so rein und achte darauf, dass der sich nicht verdreht. Und dann klammer ich den so im Sandwich zwischen dieses Überstehende. Die andere Seite, die Kanten klammer ich auch ein bisschen aufeinander natürlich. Und dann drehe ich das Ganze und nehme mir die kurzen Gurte und schiebe die durch die Ringe und klammer das dann kopfüber zwischen die beiden Stoffe. Und zum Schluss noch den anderen langen Gurt. An dieser Stelle eine Wendeöffnung von ca. 10 cm markieren und dann von Nadel zu Nadel zusammennähen. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Jetzt durch die Wendeöffnung die Tasche auf rechts wenden und dann ineinander stecken. Jetzt kannst du die Nahtzugaben von der Wendeöffnung nach innen legen und die Öffnung zusammenstecken und über die Kante bügeln. Mit schön viel Dampf alles schön flach bügeln. Knapp an der Kante einmal alles absteppen. Ich beginne hier an der Seite, kurz neben dem Gurt. Der Gurt ist ganz schön dick. Ich muss sogar ein bisschen schieben, aber es geht. Dann bis nach oben, die Nadel im Stoff stecken lassen, das Ganze wenden und dabei über die Wendeöffnung nähen. Diese wird dann direkt geschlossen. Wenn du die einfache Tasche genäht hast, dann bist du jetzt schon fertig. Aber wenn du auch noch den Crossover-Gurt haben möchtest, dann geht es noch ein bisschen weiter. Und zwar wird der Gurt einfach durch den Karabiner geschoben. Das offene Ende wird so umgeklappt und das Ganze dann aufeinander gesteckt. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Der Karabiner hat zum Glück halt so
Gelenke, dass man da jetzt nicht drauf achten muss, wo vorne und hinten ist. Und hier bei dieser Tasche habe ich mich jetzt gegen eine Leiterschnalle entschieden, weil wenn ich einen Crossover tragen will, ja, dann brauche ich ja nur eine Länge und sonst habe ich ja die Schultergurte und so habe ich auch ein bisschen Material gespart. Stattdessen gehe ich halt jetzt, wenn ich das so gesteckt habe, mal anprobieren und gucke, ob die Länge mir so passt. Und sie passt, habe ich festgestellt, und dann nähe ich einfach hier so ein Rechteck auf beiden Seiten und dann ist der Gurt fertig. Falls du dir noch eine Reißverschlusstasche einnähen möchtest zu Anfang, da verlinke ich mal hier oben rechts ein Video, was ich mal gemacht habe, wie man das ganz leicht machen kann. Und als Verschlussmöglichkeit ist dann natürlich halt vielleicht auch ein Druckknopf oder sowas, was ganz Praktisches. Ja, und die Tasche ist fertig, so kann sie natürlich als Wendetasche getragen werden. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und schreib mir doch gerne, ob du auch die kleine Kissentasche nähen möchtest. Was für ein schwieriges Wort. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst und vielen Dank fürs Zuschauen.